So, das ist der Einstieg in die Altmühl in der Nähe von Gunzenhausen und begebe mich gleich in Lebensgefahr beim Einstieg. Eigentlich darf ich ja scheinbar gar nicht rein, beim offiziellen Einstieg. So, ich bin wieder auf der Alm unterwegs, von Gunzenhausen nach Treuchtlingen. Bin ich vor einem Jahr schon mal gefahren. Das ist eine ganz witzige Strecke, da viel renaturisiert worden ist. Schaut jetzt richtig gut aus. Es ist kein Kanal mehr, wie es früher mal war. Es ist eine richtig schöne Strecke. Sieht so aus, heute fällt die gefährliche Strömung aus. Da ist das Wehr scheinbar wegen hohem Wasserstand, weiß immer was, flach gelegt. Die Tour fängt gut an. Da habe ich meinen ersten Biberbau. Der geht richtig schön hoch, der ist hochwassersicher. Da kann die Altmühl schön hochgehen. Der Biber ist immer noch im Trocknen. Und hier ist das Wichtigste auf der Tour, die Wegweiser. Wo geht's lang? So am Anfang dacht man drüber, aber ohne Wegweiser will man sich ja echt verfahren. Und man sollte ja auch folgen, weil aus naturschutzrechtlichen Gründen sollte man da eh nicht reinfahren. Ja. Das ist eine gute Preisfrage. Es könnte hier im Biberbau handeln, könnte aber auch nur ein Fressplatz sein. Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist wieder einer dieser Stellen, wo man ohne Schild ziemlich ratlos wäre, wo man lang fährt. Aber das geht laut Schild eindeutig da lang. Die nächste Abzweigung auch wieder mit Wegweiser versehen. So, hier hat hier eine Abzweigung. Da geht einfach schon drauf an, dass alle geradeaus fahren. Wäre natürlich die Gelegenheit, sich dumm zu stellen. Ja, wir fahren schön brav geradeaus. Haben wir für geradeaus entschieden. Schauen wir mal, ob das schlau war oder dumm. Das werden wir jetzt sehen. Hier hat die nächste Weiche. So reflektartig, was viel breiter ist, eigentlich rechts fahren würde. Aber laut Schild geht es links. Hier ist die nächste Abzweigung. Und auch hier so, dass eigentlich eher frühwillig rechts fahren würde. So, und diesmal sind wir nicht alleine wie beim letzten Jahr. Jetzt kommt, wir haben von der ganzen Flotte weggerammt. So, Panik! So, schauen wir mal, hier um Eck soll es eine Biberburg haben.
Oh ja. Ein schönes Teil, auch wieder schön hoch. Das ist ein hochwassersicherer Biber. Da ist mein Biber an der Wärter natürlich schon wirklich verwöhnt. Der muss sowas nicht bauen. Riesenteile. Peinliches passiert. Ich fahre an einem Biberbau knallhart vorbei. Überhaupt nicht drauf geachtet. Diesmal habe ich nicht geschlafen. Diesmal sehe ich die Biberburg ohne Hilfe, ohne Blindenhund. Ja, das sind hier schon Prachtbiberburgen. Muss man sagen. Meines. Wo lang? Kein Schild. Wo ist der Jagd lang gefahren? Links oder rechts? Okay, fahren wir links. Ja, links halt vertrauen weg auf das rechts. Da wird es hier gleich ganz eng. Ja, hier schaut es ganz gut aus. Dürften Rostgänse sein. Ja. Nilgänse sind es nicht. Dann bleiben eigentlich nur Rostgänse.
gerade im Augenwinkel gesehen, da gut getan vom Schilf. Wenn du zurückgesetzt, hast du eine riesen Biberburg. Hat ja viel Mühe gemacht. Von hier aus sieht man sie viel besser. Da sieht man es auch wirklich deutlich. Ja. Jetzt geht's rund. Ja. Rest lass nach. Rest lass nach. Oh. Tschüss und weg. Ups. Geht. Ah, ich fahr vor. Aber geht. Hier ganz links. Ah, das ist ja hier richtig abenteuerlich. Links, ja, rechts. Ja.
waren gerade 4 Rehe direkt dran gestanden. Ich habe nur das eine gesehen. Waren 4 Stück. Wenn ich noch nicht weglaufen will. Ja, du sagst es. Keine Touristenrehe. Das müssen die noch lernen. Dann schön brav stillstehen. Links und rechts, Altgewässer. Hm? Ja, manchmal fehlen sie. Aber hier war es, glaube ich, doch relativ klar. Also wirklich rutschig ist es aber nicht. Ich habe gedacht, geht besser. Hey, kommt das Wasserfall runter. Ja, jetzt haben wir da runter und Ja. vorne anheben, da ist der Rest auch noch rausgerutscht. Ah ja, Also falsch rum liegen lassen und vorne anheben. ah ja. Okay. Ich kann rufen mit mir, ich fahre dauernd an den Biberburgen vorbei. Im letzten Augenblick noch gemerkt. Das ist ja katastrophal heute. Und da vorne hast du die nächste Abzweigung. Wir müssen links. Das ist echt gemein, dass man mit Altwässer nicht rein darf. Da springst eine riesen Biberburg durch. Da müssen wir vorne ins Altwasser reinfahren, um da gescheit hinzukommen. Herrschaftszeiten.
Oh, und jetzt wieder eine Abfahrt, da geht es links lang. Ja, hier haben wir wieder einen Biberbau. Wieder gut getan von Schilf, den man kaum sieht. Oh, eine Abzweigung ganz ohne Schild. Jetzt wird es spannend, jetzt wird es psychologisch. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, da ist das nächste Schild. Wir landen nicht irgendwo hoffnungslos verloren in der Pampa. Hier eine Abzweigung. So vertraut, der Weg schaut das rechte aber nicht aus. Schauen wir mal. Oh, ja, genau. Herr Radajan entdeckt. Da hat hier einen gut getarnten Biberbau. Das heißt Tarn- und Täuschbiber hier. So, jetzt wieder eine Biberburg. Die haben wir von oben kaum gesehen, da wäre ich schon wieder beinahe vorbeigerauscht. Das war knapp. Da ist wieder ein Biberbau. Aber der ist arg am anderen, der wird vom selben sein.
Logisch, keine Ahnung wo lang, links, rechts, nur geradeaus geht nicht. Aber was jetzt? Ich würde sagen, rechts, da hat es Überströmung. So. Da ist hier eine Biberburg und da also ins Gebüsch rein. Daneben dran ist noch eine, die man aber kaum sieht. Die sind ja alle super gut getarnt. Da hatte die nächste Biberburg, aber wieder mal äußerst gut getarnt. Das ist schon fast eine Frechheit allmählich, was sich der Biber da leistet. Oh, da ist wieder eine Biberburg. Ganz heimliche, ja. Eine Biberburg und die ist auch eindeutig im Betrieb. Ein schönes Nahrungsfloß davor. Das ist ja eine ganze Burgenlandschaft. Ich glaube, der vermietet unter. So, jetzt nähern wir uns das Ende der Tour auf der Altmühl. Das war eine echt schöne Tour wieder mal. So, das erste frische Grün kam raus. Und das Beste ist, eine Biberburg nach der anderen. Da war ich voll in meinem Element. So gefühlt alle 2 Kilometer hat es eine Burg. Ich bin mir sicher, ich habe noch einige übersehen.